Ja, der Tisch ist für Sie reserviert. Darf ich mir nur Ihren Namen notieren? Ja, gern. Ecker. Wie bitte? Können Sie das bitte buchstabieren? Ecker. E wie... Wisst ihr eigentlich, wie ihr euren Namen richtig buchstabiert? Das Alphabet kennt ihr sicher. Aber zum Buchstabieren verwenden wir sehr häufig die Buchstabiertafel oder das Buchstabieralphabet. Damit können wir vor allem schwierigere Wörter einfacher verstehen. Für jeden Buchstaben im Alphabet gibt es nämlich ein entsprechendes Wort dazu, das eben genau mit diesem Buchstaben beginnt. So ist es dann einfacher, den einzelnen Buchstaben besser zu verstehen, weil der Buchstabe im Zusammenhang, im Wort besser verständlich wird. Das Buchstabieralphabet ist vor allem beim Telefonieren sehr hilfreich, wenn wir eben sicher gehen möchten, dass uns der andere, die andere richtig versteht oder wir selbst keine Fehler machen möchten. Und wie ihr euch vorstellen könnt, sind die Buchstabiertafeln in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich ähnlich, aber nicht gleich. Einen Vergleich könnt ihr hier sehen. Ihr seht also, dass typischerweise Namen verwendet werden, wenn wir etwas buchstabieren wollen. Also zum Beispiel E wie Emil, G wie Gustav und so weiter. Aber das ist jetzt in Deutschland anders. Seit 2022 gibt es in Deutschland eine neue Buchstabiertafel, die Städtenamen verwendet. Damit wollte man ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Denn während des Nationalsozialismus wurden Namen, die als jüdisch eingestuft wurden, ersetzt. Zum Beispiel wurde aus Nathan Nordpol, David wurde zu Dora oder Samuel wurde zu Siegfried. Wenn euch dieses Thema mehr interessiert, dann klickt gern auf den Link unten in der Videobeschreibung. Daher hat das Deutsche Institut für Normung, DIN, im Mai 2022 eine neue Buchstabiertafel veröffentlicht. Diese neue Norm zum Ansagen und Diktieren von Texten und Schriftzeichen enthält ab jetzt nur mehr Städtenamen. Diese neue Buchstabiertafel ist eine Empfehlung, vor allem für den Bereich Wirtschaft und Verwaltung, aber sie ist eben nicht verbindlich. In Österreich haben wir ein ähnliches Buchstabieralphabet, auch mit antisemitischem Hintergrund. Allerdings gibt es laut einem Zeitungsartikel, den wir gefunden haben, derzeit in Österreich kein Interesse daran, etwas zu ändern. Man beruft sich darauf, dass die Anwendung der Buchstabiertafel freiwillig sei. Ein anderer Kritikpunkt, über den wir gelesen haben, ist, dass es im Buchstabieralphabet mehr Männer als Frauennamen gibt. Was denkt ihr dazu? Was ist eure Meinung dazu? Und gibt es auch ein Buchstabieralphabet in eurer Sprache und gibt es dazu Kritik? In Österreich verwenden wir also eine andere Buchstabiertafel als in Deutschland. Das wurde von der Organisation Austrian Standards festgelegt. Austrian Standards ist zuständig für Normen. Diese heißt in Österreich ÖNorm. Wie bereits gesagt, in Deutschland heißt sie DIN. Wir zeigen euch jetzt, wie sie funktioniert. Ihr könnt gern selbst entscheiden, welche Version ihr verwenden möchtet. Also, hier seht ihr noch einmal die Buchstabiertafel, wie wir sie in Österreich verwenden. Unser Name von vorhin, Ecker, würden wir also so buchstabieren. E wie Emil, G wie Gustav, G wie Gustav, E wie Emil, R wie Richard. Ihr habt also gesehen, wir sagen zwischen dem Buchstabe und dem Wort immer wie, also E wie Emil. Und mein Vorname? Meinen Vornamen würde man so buchstabieren. V wie Viktor, E wie Emil, R wie Richard, E wie Emil, N wie Nordpol, A wie Anton. Und jetzt ihr, wie buchstabiert man euren Namen? Probiert es gleich aus und schreibt es uns unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und wie immer bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.